Wie schafft man eigentlich so eine Demokratie ab? Oh, richtig grandios. Es ist wirklich eine richtig geile Frage. Also zum ersten Mal braucht man diese Meinungsvielfältigkeit. Quasi das Problem ist ja immer die Opposition. Und im Prinzip, wenn du eine absolute Mehrheit hast, im Prinzip haben wir es eigentlich schon. Wir erleben es hier. Also das Wichtigste bei der Demokratie ist eigentlich immer die Gewaltenteilung. Das ist das A und O. Und sobald du diese Fusionierung von etwas hast, dann zentralisierst du die Power und die Macht. Und ab dann kannst du es aus dem Volke heraus nicht mehr ändern. Dann ist es quasi festgefahren und dann bringt die Demokratie quasi nichts. Das heißt, Demokratie bringt nur etwas, wenn alle Stimmen gehört werden könnten. Das heißt, die Gewaltenteilung abzuschaffen ist eigentlich das Wichtigste. Und die Judikative muss hundertprozentig eigenständig sein. Das ist halt das Wichtigste, weil die anderen beiden kann man halt einfach fusionieren. Diese Exekutive und die Legislative hängen ja mehr oder weniger miteinander zusammen, weil durch das Wahlergebnis hast du ja hier und hier automatisch die Mehrheit. Ja, du stellst quasi, wenn du die Regierung stellst du sowohl das Innenministerium und dem unterstellt die Polizei, als auch das Justizministerium und den, ja, das, aber Moment. Und den Verfassungsschutz. Und der kommt nochmal dazu, aber du machst als Regierung die Gesetze, du kontrollierst die Polizei wird nicht revoltieren gegen die Regierung, das darf sie nicht, das kann die nicht, da gibt es keinen Weg. Das heißt, die Kontrolle, wir sagen immer die 3 Gewalten, aber eigentlich sind es 2. Exakt. So, die Eigenschaften einer guten Demokratie sehen, dann muss es quasi eine Judikative, also ein Rechtssystem geben, Gerichte, die unabhängig von der Politik urteilen. Und in dem Moment, wo wir sehen, dass eine Annäherung stattfindet, dann ist quasi die Gewaltenteilung ausgehebelt, weil dann kann eine Person oder eine Gruppe mehr oder weniger alleine durchregieren. Und als Volk kannst du aber immer noch die Regierung abwählen. Vor allem, wenn die sich halt so kartellmäßig miteinander verschmelzen. Also das Wichtigste, du hast es eigentlich richtig geil gesagt, es sind keine 3 Gewalten, es sind eigentlich nur 2 Gewalten. Deswegen habe ich gerade betont, die Judikative ist eigentlich das Wichtigste. Daran siehst du, ob es wackelt, weil das ist der einzige Schiedsrichter, den es gibt. Und wenn du die Judikative quasi an der rüttelst, deswegen passiert das eigentlich immer als erstes. Und sobald du die Judikative ausgehebelt hast, dann hast du im Prinzip die Vollendung der Beeinträchtigung der Demokratie. Und dann hast du nur noch das Letzte. Im Prinzip haben wir ja nicht mal Term Limits. Bei uns gibt es ja auch nicht in Deutschland. Also Merkel hätte ja theoretisch, wenn sie nicht diesen Abgang gemacht hätte, aus eigenen Gründen, also ich weiß gar nicht, wie oft das in der Weltgeschichte vorkommt, dass die Mutti selbst sagt, oh ja, ich habe die Schnauze voll hier, macht's gut, Jungs, viel Spaß. Das war ja schon ein perverser Abgang. Das war ja mitten in der Apokalypse. Also sie hat Corona, dann hast du dieses außenpolitische Dynamiken, du hast quasi den Beginn der Apokalypse und dann verpisst sie sich einfach. So, man kann 4 Amtszeiten als Bundeskanzler machen, ne? Du kannst Was? dann 5. machen. Echt? Ja, ganz sicher. Herr Historiker. Nö, warte mal, du kannst 5 machen? Kannst 4 machen. Helmut Kohl hatte 4, Merkel hatte 4 und ich glaube nicht, dass du eine 5. machen kannst. Von daher glaube ich, dass wir ein Term Limit haben. Ist es als Ausländer wohlgemerkt, ist es so surreal, diese Leute jetzt zu sehen, die immer so, ich nenne es immer so gern, Gesprächskondome immer haben. Also deswegen bin ich wirklich ein Riesenfan von dir, Bro, weil du machst hier immer so ernste Gespräche, ohne dieses ewige, ich möchte damit nicht verharmlosen, also das sind nicht meine Worte, immer dieses ängstliche, so Parkinsonische, bevor die überhaupt irgendwas Kritisches sagen. So, das kann ich mir ja gar nicht mehr geben in so Talkshows. Also, das sind nicht meine Worte, so richtig so ängstlich immer. Und dass du dann diese Deutschen, die gibt es ja de facto nicht mehr, die sind ja wirklich wortwörtlich ausgestorben, dass die da sitzen im Angesicht des Todes und dann einfach das sagen, was sie denken. So bin ich halt aufgewachsen. Das waren halt die Deutschen vor Pre-Corona, also BC-Deutschen, die haben halt immer das gesagt, was sie gesagt haben. Es war so BC und danach. Ich habe, glaube ich, in meiner Schulzeit in vermutlich 9 von 13 Schuljahren irgendwas zu Hitler gemacht. Ja. Und dazu kam NTV-Dokumentation, die halt auch Hitler-Dokus hoch und runter, aber dass da Primärquellen, also halt wirklich mal 6 Stunden Göring, dass man dem zuhören kann, hat keiner gemacht, sondern es waren immer Bücher und die haben gesagt Folgendes und jetzt überlegen wir mal, wie das passieren konnte und dann war sich die Klasse auch immer einig, dass heute niemals mehr passieren kann, weil heute sind ja die Menschen gut. Ich glaube, der Grund, warum man das nicht macht, ist, weil du die Methoden der Leute dann enttarnst. Also, wenn du das selber wieder machen willst, dieses Playbook. Es gibt nicht viele Playbooks, wie du diese Gewaltenteilung aushebelst. Es ist immer derselbe Schritt. Es ist wie erstickst du jemanden? Luftröhre zumachen, Sauerstoffverbindung zum Gehirn unterbrechen, tot. Es ist immer dasselbe. Es gibt keine Alienwege. Du kannst nicht die Straßenschilder tauschen, auf einmal gibt es keine Demokratie mehr, sondern es ist immer die Judikative, wie du so schön gesagt hast, muss zerrüttet werden. Und wenn du den Göring hörst, wenn er das sagt, wenn er sagt, wir mussten die Opposition bekämpfen, wir mussten die Meinungsfreiheit unterdrücken, weil das war ein Problem für unsere Agenda.
Und dann gehst du so rüber und merkst dann so, aha, Moment mal, was ist diese 188? Ihr dürft die Politiker nicht mehr beleidigen, sonst gehst du 2 Jahre in den Knast, okay? Warum wird das da zensiert? Warte mal, warum gibt es diese Anklagen? Was ist das? So, dass man sieht, aha, das ähnelt den Methoden, die Senior Göring gerade beschreibt, dann ist es schwer für die Leute zu sagen, das machen wir aber zur Verteidigung der Demokratie. Wenn wir die Demokratie abschaffen, dann tun wir das auf gar keinen Fall, dann sagen wir das nicht. Und dann hat er quasi, ohne das Wort Gaslighting zu benutzen, hat er das aber erklärt. Also wir werfen unseren Gegnern immer das vor, was wir machen. Du wirfst ihm das vor, was du machst. Jetzt ist, statt er direkt zu verteidigen oder zurückzuschlagen, muss er erstmal erklären, dass du derjenige bist, der das macht. Und das ist ja schon viel schwieriger zu erklären, während du weiter Punches auf ihn draufhaust. Und das ist quasi diese Blendgranate, dass das quasi das effektivste Mittel ist, um die Opposition dann so komplett auszusetzen. Dass du quasi sagst, ihr wollt hier Chaos stiften, während du gerade am Chaos stiften bist und den Reichstag gerade anzündest. Und dann hast du immer das und dann sind die damit beschäftigt, sich zu rechtfertigen, während du weiterhin deine Agenda durchziehst. Wir behaupten einfach, das wäre nicht so, respektive werfen den anderen das vor. Und ja, scheint mir verrückt zu sein. Es ist komplett verrückt. Ich kann leider die Zeit nicht bestimmen, aber dass ich 2015 begonnen habe, ist einfach historisch irgendwie so monumental, weil man als Comedian spürt man ja immer die Stimmung. Man weiß immer, was kann man sagen, was kann man nicht sagen. Und 2015, als ich begonnen habe, man kann mein erstes Set sich noch angucken, da war es aus Comedy-Perspektive, als ausländischer Comedian, war es ausgelutscht, über Rassismus zu reden. Also musst du dir auch vorstellen, wenn du auf die Bühne gegangen bist und dann gab es Leute, die sagen, ich komme nicht in die Disco rein, Deutsche sind so rassistisch, da waren wir so, shut the fuck up. Weil dieses ganze Flüchtlingsthema, Pegida, AfD, kam ja erst 2016, als diese Flüchtlingskrise mit dem Klatschen kam. Das heißt, ich habe in meiner Comedy-Beginnzeit, als ich auf den offenen Bühnen war, hat mir jeder ausländische Comedian gesagt, Bro, das mit der Deutschen sind keine Rassisten mehr, Bro, das ist vorbei, wir sind jetzt alle gleich. Türken, wir sind alle gleich, im Gegenteil, Ausländer sind rassistischer als die Deutschen, wir sind angekommen. Da war ja vollkommen integriert, da gab es nicht diese Spaltung, Rassismus und von Queer und so waren wir ja Galaxien entfernt. Dann kam 2016, Nafri, Domplatte, das war so der Wendepunkt der Historie. Und auf einmal war es, okay, Domplatte, wir haben doch ein Problem, Pegida, unkontrollierte Migration. Und auf einmal war dann mein erster Gag, mein Opener beim RTL Comedy Grand Prix war, Köln ist so herzlich, ich bin gerade aus dem Zug ausgestiegen und alle Deutschen haben geklatscht. Das war das erste Mal, dass ich diesen Ethno-Comedy-Topf wieder so reingreifen konnte, ohne dass es ausgelutscht war. Und damals der Kai Jana hat auch gesagt, ja, wir dachten auch, Ethno-Comedy wäre vorbei. Aber anscheinend ist das wieder back durch die Flüchtlinge. Wir waren quasi wie so Profiteure von dieser Migrationskrise, weil wir diese ganzen alten Drecks-Gags wieder auspacken konnten. Die waren quasi wie so ein Tresor. Und jetzt sind wir in einem Thema angekommen, wo jetzt nur noch das Thema ist. Das Krokodiltränen-Syndrom, dass du dann quasi diese Opferrolle manchmal so nutzt. Ich mache das ja auch, wenn ich so schwarz fahre oder so. Und dann kommt so ein Kontrolleur, Entschuldigung, kann ich die Tickets sehen? Das machst du nur, weil ich schwarz bin. So, ich weiß ja, okay, so komme ich raus, so entgehe ich dieser 40-Euro-Strafe. Aber das ist so, wenn man den Leuten diese Waffe gibt, der Mensch nimmt ja immer so den Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn das überhaupt, weil ich weiß nicht genau, als ich 2015 herkam in Deutschland, da war ein Opfersein etwas Verpöntes. Ja, ein Schimpfwort. Das Natürlich. war ja mal Jugendwort erwähnt, du Opfer. Genau, du Opfer, du Memme, reiß dich mal zusammen, sei ein Mann. So war das ja. Da gab es kein, das ist, ich liebe meine Gefühle. Jetzt ist auf einmal so eine Parade fürs Opfersein. Und du kriegst auf einmal so Applaus fürs Opfersein. Und das andere ist toxisch. Der Typ, der durchzieht, ist auf einmal, der ist gefährlich, der ist toxisch. Und so hast du quasi wie so eine gesellschaftliche Implosion, wo du quasi die Grundpfeiler der Gesellschaft so abschlägst und nur noch Memmen hast. Aber die Memmen eine ökonomische Karriere mit dem Memmensein machen können. Das ist fucking mindblowing. Ich weiß nicht, leider hatten wir sowas noch nie in der Geschichte. Es gab vielleicht so, ich weiß nicht, ob wir jemals sowas hatten in der Geschichte, dass der Staat ja eigentlich gar kein Interesse daran, das zu machen. Und dann in diesem ganzen Memmengebilde, die durchziehen, sind böse, rechtsradikal, toxisch. Und dann versuchst du jetzt auf der Grundlage, wir brauchen wieder ein Heer, was die Grenzen verteidigen will. Bro, es gibt doch gar keine Grenzen nach deiner Definition. Jeder Mensch kann sein, wo er will. Oh, aber wir brauchen die Leute. Welche Leute denn? Warum sollen die das machen? Ja, und dann merkst du schon, fuck, Vaterlandsliebe können wir nicht sagen, Landesliebe können wir nicht sagen, ist ja alles rechtsradikal. Fuck. Wegen der Freiheit. Welche Freiheit? Die, wo wir nichts sagen dürfen? Die andere Freiheit, dass du in der Bahn zu spät kommen darfst. Was? Darf ich sterben? Bro, fuck that. Wandere ich in die Schweiz aus. So, und dann siehst du, wie dieses ganze System jetzt in sich
kollabiert. Aber ich verstehe nicht, wer der Profiteur davon ist. Kannst du mir das erklären? Ich weiß es bis heute nicht. Ich verstehe es auch nicht. Dieses Nord Stream muss man sich vorstellen aus ökonomischer Perspektive. Ohne dieses geopolitische Weg. Alles weg. Wem es gehört oder was nicht. Vorher hast du Transitgebühren abdrücken müssen. Du hast dieses Gas bekommen. Über Polen, Ukraine musstest du denen abdrücken was. Das heißt, du kaufst es ein und drückst den, keine Ahnung, was es am Ende ist. 20-30% erhöht sich das. Aber durch diesen, wie bekifft war der Schröder, mal auf so eine Idee zu kommen? Der so, alles klar, Putin, hör mal zu. Wir können doch diese ganzen 2 Spackos uns aussparen. Wir würden es unter dem Wasser machen. Was hältst du davon? Ah, gute Idee. Aber dann auf so eine Idee zu kommen, unter Wasser. Also lass es machen von da bis da. Dann sparen wir uns alles. Dann kriegst du jetzt zum EK. Und dann auch noch mit fixem Preis. Das ist der krankeste Deal der Menschheitsgeschichte. Ich weiß nicht, egal wie viel er beim Aufsichtsrat von Gazprom verdient hat. Das war ein Monster-Move, dass du den Polen nichts mehr abdrückst, denen nichts mehr abdrückst und dann ist auf einmal Deutschland das Gastransitland. Das heißt, Deutschland kriegt es zum EK und kannst dann den Polen fettchecken und selber Transitgebühren verlangen. Das war, der Kanzler hat der Judo gemacht, hat es genommen und dann baff, das war Mastermind. Und das haben die mir gesagt, was der Grund war. Die so, unser Gas ist so günstig, dass unsere teuren Arbeitskosten und alles teure ausgeglichen wird. Das heißt, das war immer mein Gedanke. So, okay, die Energie holt alles wieder raus. Deswegen gibt es hier so viel Schwerindustrie. Und das Wichtigste, was diese ganzen dreckigen Penner ausklammern oder bewusst ausklammern oder manipulieren, ist, dass Gas nicht nur ein Energieträger ist, sondern es ist auch ein Rohstoff für die Pharma- und für die Petrochemieindustrie. Dieser Vergleich zu sagen, Windkrafträder ersetzt das Gas, ist in etwa so, als wenn du sagst, okay, bei Ikea, wir ersetzen das Holz mit Strom. So, du brauchst das Holz, um Stühle, Möbel und sowas zu machen. Und dasselbe brauchst du beim Gas, um Dünger und bestimmte chemische Produkte zu machen. Das ist auch noch ein Inputmaterial. Es ist nur nebenbei noch Energie, weil es halt so günstig war, weil du halt nichts abdrückst. Und deswegen war auch der Strompreis daran gekoppelt, weil das immer das Niedrigste war. Das war vom Ökonomischen her ein absoluter Mastermind-Move von Schröder und Merkel zusammen. Das ganze System ist so krass effizient. Ich finde, Schweiz ist wie so ein Paradebeispiel, was Deutschland sein könnte, wenn die Steuern im Inland verwendet werden würden. Allein schon, dass die Typen sagen, wir müssen Schulden aufnehmen, um die Infrastruktur wieder benutzbar zu machen. Es ist wirklich insane. Es ist wirklich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich kann es wirklich nicht beschreiben. Das ist ja die Grundaufgabe als Staat eigentlich, dass du eine Infrastruktur hast. Das ist dein Job. Dieser permanente Stress, den du in Deutschland hast, weil du dich auf solches Rudimentäres ja nicht verlassen kannst. Immer Roulette mit der Bahn. Du steigst ein und dieser ökonomische Schaden, der entsteht durch dieses zu spät kommen, ist, glaube ich, extrem unterschätzt. Weil jedes Mal, wenn diese Leute da stuck sind, keinen Empfang haben, wird ja jedes Mal diese wirtschaftliche Dynamik wird ja kurz pausiert. Ist ja quasi wie so ein Herzinfarkt jedes Mal für die Ökonomie. Der Tourist, der 6 Stunden später ankommt, im Nichts, hätte da 6 Stunden früher konsumiert, hätte da früher etwas machen können, hätte da den Flieger nehmen können, hätte da arbeiten können. Und all das, weil diese Arterien so verklumpt sind, dieses ganze ökonomische Aderngeflecht funktioniert nicht, weil du permanent so einen Herzinfarkt die ganze Zeit hast. Und das ist eigentlich das Grundding, worum sich ein Staat kümmern müsste. Und in der Schweiz funktioniert das einfach alles. Jedes gechillt, es funktioniert alles und die Strafen sind, glaube ich, viel härter. Was ich meine, ist dieses Gefühl, dass du diese ganzen Früchte von dieser wundervollen Mega-Arbeit, die du machst, bekommst. Und dann gibst du davon 30, 40, 50% ab. Und siehst dann, dass es für Dreck verschwendet wird, wie so ein Cracksüchtiger, der seine Miete nicht zahlen kann und alles für Alkohol, Koks und Nutten ausgibt. Dass du dir das anguckst. Denkst du dann nicht, ey, ich kann doch nicht jeden Monat gescammt werden für die Hälfte, was ausgegeben wird für Sachen, für die ich gar nicht unterstützen will. Da macht es doch mehr Sinn, wenn ich irgendwo anders lebe, wo ich selbst bestimmen kann, dass ich mit diesen 40%, die ich über habe, hier soziale Projekte und sowas fördern kann. Dass ich weiß, okay, ich sehe die Früchte von meinen 40% und weiß, dass sie nicht direkt in der Blitzüberweisung zu Raytheon gehen. Du musst doch wissen, dass du nicht weißt, okay, das geht jetzt auch an Klingbeil seine Frau, damit sich eine frische neue Rolli holen kann. Dass du denkst, okay, das geht ja auch nicht für irgendwelche Leute, die dann herkommen und dann direkt eine Wohnung haben und dann den Leuten, die hier dann wirklich wohnen wollen, den Wohnungsmarkt verknappen.